In meinen Videokommentaren zur DJI Mini 3 Pro und auch zur DJI Mini 2 kam sehr oft die Frage, wo kriege ich denn die Drohne am günstigsten? Wo kann ich sie am günstigsten neu kaufen? Beziehungsweise soll ich sie lieber gebraucht kaufen? Ich fliege ja nicht so oft. Beziehungsweise ich bin Anfänger und möchte mir eine Drohne kaufen, weiß noch nicht, ob das Richtige für mich ist. Und genau dieser Frage widmen wir uns heute hier in meinem Video. Wo kriegst du die DJI Mini 3 Pro und Mini 2 am günstigsten nagelneu zu kaufen? Und gleichzeitig natürlich, soll ich auch gebraucht kaufen? Ist das möglich? Kann man das machen? Die besten Tipps für den Drohnengebrauchtkauf auch jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe mein Video in 2 Teile geteilt. Das heißt, im ersten Teil geht es darum, wie du die Drohnen neu am günstigsten kaufen kannst. Und im zweiten Teil geht es dann um den Gebrauchtkauf. Der ist ein bisschen umfangreicher, weil auch viel gesagt werden muss zu den Dingen, die du beachten solltest. Gleichzeitig hier in meiner Videobeschreibung eine ganze Menge Material zum Anschauen und natürlich auch viel Zubehör für eure DJI Mini 2 und Mini 3 Drohne. Kannst du ja mal reinschauen. Und wenn dir das Video gefällt, einfach einen schönen, freundlichen Like da lassen, beziehungsweise den Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Jetzt geht's aber los mit dem Neukauf der DJI Mini 2 und Mini 3. Erste Regel ist natürlich der Zeitraum. Wenn du ein bisschen Luft hast, wenn du ein bisschen Zeit hast, dir die Drohne zu kaufen, wenn du sagst, okay, ich fliege mal irgendwann, beschäftige mich erstmal so ein bisschen mit dem Thema, dann kauf die Drohne im Zeitraum von November bis März. Hier haben die Händler nicht allzu viel Umsatz im Drohnenmarkt, weil natürlich durch den deutschen Winter so ein bisschen alles brach liegt und nicht viele fliegen. Das ist die erste Möglichkeit, die du sozusagen nutzen kannst, dass du in dem Zeitraum relativ gute Angebote kriegst, weil ja auch die Händler Lagerbestände haben, die sie nicht mehr so einfach losbekommen, denn es kauft kaum jemand eine Drohne im Winter. Warum auch? Er kann ja kaum damit fliegen, weil das Wetter einfach mal dieses kaum zulässt. Zweite Thema ist natürlich, was für eine Drohne ist für dich die richtige? Bist du ein Anfänger? Bist du ein Semi-Profi oder bist du ein Profi? Dann gibt es natürlich verschiedene Ansprüche an die Drohnen und jedem Anfänger würde ich erstmal empfehlen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig super ist, die DJI Mini 2 zu kaufen. Die gibt es günstig im Combo-Pack. Hier bist du bei ca. 500 € mit 3 Akkus und natürlich einer ganzen Menge Funktionen, die du wirklich nutzen kannst und Funktionen, die du bei den großen Drohnen nicht brauchst, aber dann teuer bezahlst. Da musst du dann halt für dich variieren, was ist für dich wichtig. Willst du dich erstmal warm machen im Drohnenmarkt, dann kauf die DJI Mini 2 bzw. die SE-Drohne. Die bietet dir immer noch ein gutes Bild und du hast alle Funktionen, die du wirklich zum Drohnefliegen brauchst. Die hat auch Kamerafunktionen, die du richtig schätzen lernst, teilweise auch Fotofunktionen, die reichen erstmal völlig aus. Bist du Semi-Profi und willst viel Content produzieren, dann gibt es nur eine Empfehlung, das ist die DJI Mini 3 Pro. Denn hier hast du alles dabei von 4K 60 FPS bis zu kompletten Hochkantaufnahmen, die du dann mit dem Gimbal umstellen kannst. Dann kannst du so direkt in diesen Instagram-Formaten beziehungsweise auch in allen Hochkantformaten direkt filmen, musst das im Schnitt nicht mehr umbauen. Gleichzeitig natürlich noch Cine-like und die Follow-Me-Funktion und viele andere Profi-Features verstecken sich in dieser kleinen Drohne. Also bei semi-professionellen und professionellen Anwendern einfach mal die DJI Mini 3 Pro ins Auge fassen. Dann gibt es natürlich auch noch die DJI Mini 3, aber die ist so ein Zwischending. Und so ein Zwischending ist immer nie was Ganzes. Das heißt praktisch, entweder ich nehme alle professionellen Features mit rein, dann kaufe ich mir die DJI Mini 3 Pro und für alle anderen komme ich echt besser bei weg, wenn ich mir die DJI Mini 2 kaufe. Denn die DJI Mini 3 hat natürlich im Vergleich zur DJI Mini 2 eine etwas bessere Bildqualität. Das stimmt schon. Und die Hochkantaufnahmen kannst du mit der DJI Mini 3 machen, aber du hast natürlich weniger Funktionen als in der DJI Mini 3 Pro. Und ich bin immer der Meinung, also entweder lerne ich was und kaufe mir erstmal eine günstige Drohne, dann kaufe ich mir die DJI Mini 2, oder ich will gleich professionell filmen und alles Mögliche drin haben, dann kaufe ich mir die DJI Mini 3 Pro. Und hier musst du mal so ein bisschen überlegen, was du für Ansprüche hast. Willst du professionell produzieren? DJI Mini 3 Pro. Möchtest du anfangen und eine richtig hammermäßige Drohne zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben? Dann kauf dir die DJI Mini 2. Und jetzt kannst du erstmal überlegen, was du überhaupt machst, beziehungsweise was du für Ansprüche an die Drohne hast. Wenn du dich dann für eine Drohne entschieden hast, dann geht's los in die Suche.
Und wenn du dich dann im Netz umschaust, dann kann ich dir sagen, dass natürlich viele auf die DJI-Website gehen und sich erstmal dort die Angebote holen, beziehungsweise den VK, beziehungsweise den Verkaufspreis. Und meistens ist es dann so, dass wirklich über die Saison bei DJI der Preis feststeht. Es gibt zwar Sonderangebote, wie zum Beispiel jetzt, da gibt es mal die DJI Mini 3 Pro etwas günstiger, aber auch mit Zubehör günstiger. Das heißt, es gibt nicht die Drohne günstiger, sondern wenn du das Combo-Pack kaufst, gibt es hier noch ein bisschen Nachlass. Das ist manchmal am Anfang und am Ende der Saison so, aber meistens in der Hauptsaison Juli, August, September passiert auf der DJI-Webseite in Sachen Preis kaum was. Und hier kannst du dich denn jetzt mal nach anderen Händlern umschauen, denn die bieten teilweise wirklich noch günstigere Preise. Wenn du dich für eine Drohne entschieden hast, dann gehst du erstmal die klassische Google-Suche an. Das heißt, bei Google eingeben DJI Mini 2 oder die DJI Mini 3 kaufen. Dann kommt der große Shop und du siehst erstmal eine Übersicht von verschiedenen Händlern, die natürlich auch verschiedene Preise für die Drohnen haben. Sei bitte vorsichtig und guck dir meistens nur die deutschen Angebote an, denn wenn du aus dem Ausland kaufst, hast du nicht alle Garantiebedingungen, die du sozusagen hier gegenüber einem deutschen Kauf hast. Die 50 Euro, die würde ich dann sozusagen immer noch mehr ausgeben, weil wenn du ein Problem hast und dich dann erstmal mit dem ausländischen Verkäufer irgendwie in Verbindung setzen musst, dann gibt es natürlich relativ viele Probleme. Schau auch mal auf Portale wie eBay oder eBay Kleinanzeigen. Teilweise habe ich gesehen, es gibt Menschen, die ihre Drohne kaufen, dann aber nicht auspacken und teilweise wieder verkaufen zum günstigeren Preis, weil sie entweder merken, das ist nichts, sie haben keine Zeit oder es herrschen andere Bedingungen. Und wenn die Drohne natürlich noch neu verschweißt ist und von dir dann original angemeldet wird, ist natürlich alles in Sachen Garantie fix und super. Und manchmal gibt es auch Händler, die haben Ausstellungsstücke bzw. Rückläufer, die sie dann an dich verkaufen. Die sind auch nochmal teilweise wirklich deutlich günstiger. Zwischen 50 und 150 Euro habe ich teilweise schon bei der Mini 3 als Preisnachlass gesehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Amazon. Und Amazon hat natürlich beim Neukaufen Angebot und hat auch unten rechts meistens so einen freundlichen Reiter gebraucht kaufen. Und hier bietet dir manchmal Amazon Warehouse ebenfalls Rückläufer an oder es fehlt die Schutzkappe oder es fehlt mal die Bedienungsanleitung oder es fehlt mal ein Kabel. Hier kannst du natürlich auch ausloten, was ist für dich günstiger. Teilweise 150 Euro reduziert. Wenn dann die Schutzkappe fehlt, kaufst du dir halt für 10 Euro nochmal eine Schutzkappe direkt dazu. Das ist dann kein Problem und du hast wirklich ein Schnäppchen gemacht. Außerdem ist bei Amazon natürlich der Oberhammer, dass du 4 Wochen Zeit hast, den Artikel auch bei Amazon Warehouse zurückzuschicken. Was bedeutet, du kannst die Drohne erstmal testen, du kannst gucken, ob alles funktioniert und hast über den Gebrauchtkauf bei den Händlern und gleichzeitig auch bei Amazon natürlich die Garantien. Die müssen dir die Gewährleistung geben und die müssen dir sozusagen auch die Garantie mitverkaufen und das ist das ganz Schöne. Also diesen Bereich, den würde ich mal versuchen auszunutzen und so über 3 bis 4 Wochen Zeitraum immer zu schauen, gibt es einen Händler, der es günstiger anbietet. Teilweise gibt es auch Mediamarkt und Saturn. Wenn du dort direkt hingehst und mal nachfragst, ob sie Ausstellungsstücke haben, beziehungsweise was die direkte Drohne, die jetzt hier im Regal steht, kostet, wenn sie ja schon direkt hier steht, ob der Mediamarkt bzw. Saturn die ganze Geschichte günstiger macht, geht natürlich auch. Aber bei Amazon habe ich dann wirklich schon in verschiedenen Technikbereichen einige Schnäppchen gemacht. Die waren auch sauber, ordentlich, haben funktioniert. Da hat nur manchmal ein bisschen was gefehlt, beziehungsweise der Originalkarton war nicht dabei. Das sind alles Möglichkeiten, die kannst du hier ausschöpfen, um noch etwas Geld zu sparen. Wenn du dann deine Drohne gekauft hast, dann überlegst du natürlich kurz, mache ich die DJI Care-Versicherung, weil sie dir teilweise mit angeboten wird, oder lasse ich das lieber? Und ich würde das erste Jahr immer die DJI Care-Versicherung mit dazu buchen und mir das extra Budget irgendwo einräumen, weil gerade wenn du Anfänger bist und die Drohne steigen lässt und fliegst und so weiter, da kann immer was passieren. Du hast nicht die richtige Funktion aktiviert, du kommst manchmal mit dem Menü nicht klar oder es passieren Fehler und schon stürzt die Drohne ab. Dann kannst du sie ganz entspannt bei DJI einschicken und DJI repariert dir diese Drohne bzw. ersetzt dir diese Drohne für einen einmaligen Versicherungsbetrag. Der liegt so um die 100 Euro für die DJI Mini 3 Pro oder 129 Euro. Schaut einfach mal auf der DJI Website nach. Da gibt es die aktuellen Preise für die DJI Care Versicherung von der Mini 2 und von der Mini 3 bzw. Mini 3 Pro. Hier gibt es nochmal eine komplette Übersicht. Allerdings mache ich das immer so, dass ich das wirklich dann auch bei diesem ein Jahr Laufzeit belasse. Du kannst das natürlich auch noch über einen anderen Anbieter, den du dir frei im Netz suchst, absichern. Gibt viele Technikversicherungen, die auch Drohnen versichern. Da ist das sozusagen vom Ablauf her gleich. Aber bei DJI ist es natürlich eine Suppe. Du bestellst,
du machst die in Versicherung, du gibst die Drohne dann in die Reparatur, bekommst sie ganz wieder zurück. Das geht dann alles in einem Zeitraum von 7 bis 9 Tagen. Super Service, kann ich wirklich sagen. Mir ist die DJI auch schon kaputt gegangen. Ich musste diese ganze Geschichte bzw. diesen Ablauf schon machen und kann wirklich sagen, DJI bietet einen echt Hammer-Service. Innerhalb von 7 bis 9 Tagen ist deine Drohne da. Und wenn du sie gewerblich nutzt, dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, innerhalb von 3 bzw. 2 Tagen erstmal eine neue Drohne zu bekommen, die dann einzuschicken und gleichzeitig hier weiterarbeiten zu können. Das kostet dann aber ein bisschen extra, aber schau dich einfach mal auf der DJI-Website um. Die nächste Möglichkeit, günstig an die DJI-Drohnen ranzukommen, ist natürlich nicht kaufen, sondern mieten. Mittlerweile gibt es schon viele Mietportale, die das anbieten. Hier kannst du deine DJI Mini 3 Pro für monatlich 50 bis 70 Euro mieten, je nachdem, wie lange du sie mietest. Und das empfiehlt sich natürlich für gewerbliche Kunden sehr, sehr doll, weil die natürlich nicht das Kapital aufbringen müssen und dann monatlich eine Miete zahlen, die sie dann einfach absetzen. Und gleichzeitig hast du natürlich auch nicht die Abschreibungsprobleme und andere Dinge. Also gewerblich mieten ist dann schon mal richtig gut angesagt, weil du verdienst ja auch mit der Drohne dann dein Geld. Aber auch privat mieten lohnt sich, gerade wenn du nicht sicher bist, willst du überhaupt Drohne fliegen und bringt das überhaupt was oder mit den Gesetzen und anderen Regelungen kommst du nicht so klar. Dann kannst du natürlich auch mal 3 Monate deine DJI Mini 3 Pro mieten und weißt nach diesen 3 Monaten, ich kann sie kaufen oder ich kann sie nicht kaufen, beziehungsweise das ist was für mich und hast hier die Möglichkeit, sie nach 3 Monaten wieder zurückzuschicken, ohne einen großen Kapitalaufwand. Ich habe mir meine DJI Mini 3 Pro damals gekauft, aber wenn ich mir eine neue Drohne hole, würde ich definitiv jetzt mieten, weil ich sie viel gewerblich nutze, das heißt für meine Filme und für meine Aufträge und dadurch spiele ich natürlich auch wieder Geld ein und das ist einfach nur eine Rechenaufgabe, wie viel spielst du ein, wie viel gibst du aus und wie viel Kapital musst du sozusagen gewerblich binden, um dieses Produkt zu haben. Und die nächste Drohne wird definitiv eine Mietdrohne sein, weil wie gesagt, für mich gewerblich lohnt sich das auf alle Fälle. Ich habe einen Versicherungsschutz, ich muss nicht so viel Kapital aufwenden und ich habe die Möglichkeit 3, 6 bzw. über 6 Monate zu mieten, dann habe ich die Saison drin und über 5 Monate fliege ich die ja dann eh nicht im Winter. Also für mich, wie gesagt, lohnt sich nachher definitiv mieten, das müsst ihr aber für euch ausmachen. Und wenn ihr jetzt günstige Angebote gefunden habt im Netz, dann schreibt sie doch hier einfach in die Kommentare mit rein und helft einfach anderen vielleicht ein paar Euros zu sparen, beziehungsweise gebt eure Erfahrungen wieder, was ihr beim Drohnenkauf so alles erlebt habt, beziehungsweise wo ihr die Drohnen am günstigsten geschossen habt. Würde mich freuen, also einfach hier rein in die Kommentare und lasst uns drüber reden. Vielen Dank dafür und jetzt geht es natürlich auch um den Gebrauchtkauf der Drohne. Und wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, sind natürlich die besten Monate auch für den Gebrauchtkauf Monat November bis März, denn hier gibt es viele, die ihre Drohne auch verkaufen, die dann die Drohne auch nicht loswerden, aufgrund, dass sie weniger kaufen. Also hier kann man wahrscheinlich auch viele, viele Schnäppchen machen, aber Augen auf beim Schnäppchen machen und dazu kommen wir jetzt. Wenn du gebraucht kaufen möchtest, dann guckst du natürlich erstmal auf die großen Portale wie eBay oder eBay Kleinanzeigen bzw. andere Kleinanzeigen, aber hier gilt es natürlich auch auszusieben. Es gibt schwarze Schafe, die nur schnell mal einen Euro mit ihrem Schrott machen möchten. Es gibt aber auch die ganz normalen Menschen wie du und ich, die einfach ihre Drohne verkaufen müssen bzw. möchten, weil sie halt nicht mehr fliegen. Und hier solltest du versuchen, von Anfang an so ein bisschen auszusieben. Wie du das machst, erkläre ich dir jetzt. Hier gilt Vorsicht bei zu günstigen Angeboten und auch Vorsicht bei Angeboten aus dem Ausland. Hier solltest du wirklich sehr wachsam sein. Die DJI Mini 3 Pro, die gibt es bei eBay bzw. eBay Kleinanzeigen in einer Preisspanne von 500 bis 700 Euro. Das ist dann schon der normale Preis, entweder als Pro-Combo-Pack bzw. als Pro-Version mit einem Akku. Da musst du dann genauer hinschauen, aber so die Preisvariationen liegen im Moment zwischen 500 und 700 Euro. Schaust du dich dann nach der Mini 3 um, das ist die DJI Mini 3 Pro ohne Pro, die ist natürlich viel günstiger, die gibt es aber noch nicht so lange. Das heißt, im Netz sind auch noch nicht so viele Angebote vorhanden, aber ich habe die DJI Mini 3 schon zum Preis von 300 bis 400 Euro gebraucht gesehen.
Und das ist natürlich dann der gängige normale Marktpreis für diese Drohne. Drunter und drüber geht's immer und Angebote vergleichen hilft dann. Das Schnäppchen auf dem Gebraucht-Drohnenmarkt ist natürlich im Moment die DJI Mini 2. Das ist auch der älteste Vertreter der Drohnen und hier kriegst du teilweise Angebote zwischen 200 und 300 Euro. Aber dann habe ich sie auch schon gesehen für 300 Euro im Combo-Pack. Das heißt, die Akkus, 3 Stück sind mit dabei, etwas mehr Zubehör, eine Tasche und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt wirklich ein Schnäppchen als Anfänger suchst, dann schau bei Gebrauchtangeboten für die DJI Mini 2. Hier sind die Angebote sehr vielfältig, weil viele natürlich auch auf die DJI Mini 3 umrüsten wollen und gleichzeitig natürlich auch sehr günstig. Wenn du denn ein gutes Angebot gefunden hast, dann stell dir bitte erstmal zum Schriftverkehr einen Fragekatalog zusammen. Und hier von mir mal ein paar Standardfragen, die ihr unbedingt fragen solltet. Die erste Frage lautet, wurde diese Drohne kommerziell genutzt? Denn bei kommerziellen Nutzungen ist natürlich dann die Abnutzung der Drohne auch relativ hoch. Zweite Frage ist, wie viele Betriebsstunden hat die Drohne? Das ist jetzt nicht allzu wichtig, denn mit viel Betriebsstunden kann die Drohne immer noch gut laufen und mit weniger Betriebsstunden natürlich auch. Viel wichtiger sind die Crashs der Drohne, aber dazu später mehr. Nächste Frage, wie viele Zyklen haben die Akkus runter? Hier ist wichtig, aus eigener Erfahrung zu sagen, dass ca. 90 Zyklen der Akkus schon sehr viel ist. Das heißt, hier solltet ihr vom Kauf absehen. Die nächste Frage sollte natürlich sein, wie alt ist die Drohne? Das hat nicht so viel zu bedeuten, denn auch ältere Drohnen können weniger geflogen werden, beziehungsweise jüngere Drohnen viel. Aber wichtig ist schon mal zu wissen, dass wenn die Drohne über 3 Jahre alt ist, beziehungsweise über 2 Jahre alt, hat sie erstmal die Garantiestandards verloren. Und über 3 Jahre alte Drohnen würde ich persönlich nicht empfehlen, weil sie einfach nicht mehr dem Standard entsprechen. Nächste wichtige Frage ist natürlich die Frage nach der Rechnung. Hier kann es sein, wenn der Verkäufer keine Rechnung hat, würde ich sowieso immer vom Kauf absehen, egal ob es ein Schnäppchen ist oder nicht, weil du weißt nicht, woher die Drohne kommt. Entweder ist es ein Diebstahl, beziehungsweise es soll das Alter verschleiert werden. Eigentlich hebt man sich die Rechnung solcher technischen Artikel immer auf. Nächste Frage natürlich auch ganz wichtig, ist die Drohne unfallfrei? Hier erfährst du dann Informationen, wie oft die Drohne gecrashed wurde, beziehungsweise war sie schon mal zur Reparatur oder nicht? Gibt es auch für die Reparaturen Rechnung? Das ist eine ganz wichtige Frage. Eine Frage, die nicht ganz so wichtig ist, aber öfter dazugehört, ist natürlich die Frage, warum die Drohne verkauft wird. Hier sehe ich bei Antworten wie, ich will sie einfach loswerden, ich will nicht mehr fliegen, ich habe keine Lust mehr. Da ist natürlich noch ein bisschen finanzieller Spielraum mit dabei, denn wenn der Verkäufer zu dir sagt, er hat keine Lust mehr, will er sie natürlich schnell verkaufen, um das Geld zu bekommen. Und hier kannst du bei einem schnellen Verkauf vielleicht nochmal ganz gut ein bisschen handeln. 20 bis 50 Euro geht definitiv immer. Auch wichtig, bei einem Festpreis kann man ebenfalls immer noch verhandeln. Man schickt einfach sein normales Angebot rüber und seid bitte bei dem Schriftverkehr sympathisch. Ich habe gemerkt, bei mir, bei meinen Verkäufen von eBay und auch bei meinen Käufen von eBay ist es immer empfehlenswert, wenn man da wirklich sympathisch schreibt. Denn es kann natürlich auch passieren, wenn ihr ein sehr günstiges Angebot habt von einer Drohne, dass ihr nicht die einzigen seid. Da gibt es vielleicht noch 3 oder 4, die wiederum schreiben und da ist natürlich dann Sympathie auch sehr wichtig. Schreibt ihr ordentlich und schreibt ihr vernünftig. Versucht ein kleines Angebot zu machen. Wenn der Verkäufer nicht auf die Angebote, die ihr gemacht habt, eingeht, dann zieht die Angebote auch zurück, wenn er unbedingt die Drohne haben möchte. Das ist kein Problem. Aber bleibt einfach korrekt und sympathisch, weil im Endeffekt wird wirklich viel über Sympathie verkauft. Wichtig ist natürlich auch, sucht euch nach Möglichkeit einen Verkäufer in der unmittelbaren Nähe. Ihr könnt hinfahren, ihr könnt Probe fliegen und ihr könnt das Gerät begutachten. Beim Begutachten ist natürlich relativ wichtig, dass ihr hier auf verschiedene Details an der Drohne achtet. Schaut euch zuerst den Gimbal an. Ist an der Kamera irgendwie eine Kratzspur bzw. ist die Kamera vernünftig hier eingehangen? Geht der Gimbal hoch und runter bzw. funktioniert alles im vorderen Gimbal-Bereich? Der Gimbal bei der DJI Mini 3 Pro ist relativ kompliziert, aber auch relativ offen und natürlich auch bei Stürzen erstmal fast immer der erste Angriffspunkt, bei dem was kaputt gehen kann. Dann schaut auch nach den Propellern. Sind die Propeller zerkratzt oder haben die Propeller irgendwelche Risse? Dann ist es natürlich auch ein Fakt, dass die Drohne gecrashed sein könnte. Andere Geschichte hier, die Ärmchen, schaut auch hier genau nach Kratzern und auch verschiedenen Haarrissen. Dann geht es ans Akku hinten und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Akku zu prüfen. Geht das Akku ordentlich rein? Quält das Akku oder ist es in einem sehr guten Zustand? Hier musst du natürlich auch noch prüfen,
prüfen. Dann bei den Luftschlitzen empfehle ich auch immer noch, sind die verstaubt oder verdreckt? Ist hier irgendwie was reingekommen? Funktioniert alles? Ist der SD-Kartenschlitz verschmutzt, beziehungsweise der USB-Anschluss hier sozusagen sauber? Das sind so die ersten Eindrücke, die ihr von der Drohne sammeln könnt, und dann fragt bitte nach dem Probeflug. Beim Probeflug ist natürlich alles vorhanden. Ihr könnt die Drohne wirklich richtig prüfen. Lasst die Drohne einfach schweben und schaut, ob sich die Drohne direkt stabil hier in der Schwebe verhält oder ob sie rotiert oder andere Dinge passieren. Wenn sie stabil ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Gleichzeitig schaut dann, ob sich das GPS-Modul in der App bzw. auch im Controller sehr schnell mit den Satelliten verbindet. Das kann natürlich dann auch ein Hinweis sein, dass hier das GPS-Modul vielleicht ein bisschen kaputt ist. Muss aber nicht sein, denn wenn du keinen GPS-Empfang hast an einem Ort, wo du bist, dann solltest du vielleicht nochmal den Ort wechseln. Prüfe dann gleichzeitig nochmal die Aufnahmen der Kamera, macht sie ordentliche Videos, macht sie ordentliche Fotos, das siehst du dann meistens schon. Und auch hier bei den Steuerknippeln am Controller, egal ob es jetzt der RC-Controller ist oder der normale Controller, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeiten, die Steuerknippel ordentlich und sauber nach vorne, zur Seite und nach hinten zu bewegen. Sie dürfen nicht irgendwie kratzen oder quietschen bzw. sich schwer bewegen. Das geht alles sehr leicht. Beim Controller solltest du ebenfalls nochmal darauf achten, wenn du den RC-Controller kaufst, ist das Display hier grob verkratzt, beziehungsweise sind hier andere Beschädigungen am Controller vorhanden. Das kann dann natürlich auch auf eine unsachgemäße Handhabung hinweisen. Also den Controller auch nochmal prüfen, gerade hier mit den Steuerknüppeln und anderen Dingen, ob das sozusagen vernünftig funktioniert. Auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte beim Gebrauchtkauf: sind die Ersatzpropeller noch vorhanden? Eigentlich liefert DJI bei der Auslieferung der Drohne immer Ersatzpropeller mit. Das heißt, falls sie mal kaputt gehen bzw. bei der Landung beschädigt werden, dann kannst du hier die Ersatzpropeller mit einem extra dazu gelieferten Schraubenzieher auch nochmal montieren. Sollte der Verkäufer die Ersatzpropeller haben, dann ist das natürlich eine super Sache. Sollte er sie nicht mehr haben und dir gesagt haben, dass die Drohne nicht gecrashed ist, solltest du hier auch vorsichtig sein, denn er hat ja schon andere Propeller mit angeschraubt. Das kann natürlich auch passiert sein, dass er die Drohne vernünftig in einem ordentlichen Zustand verkaufen möchte und deswegen neue Propeller angeschraubt hat. Aber es kann natürlich auch auf einen Crash hinweisen, und hier einfach mal Augen auf. Die Frage nach den Ersatzpropellern ist immer berechtigt. Nächstes Thema, die Akkus. Also prüft auch die Ladezyklen der Akkus, und das geht ganz einfach. Das heißt, du bringst den Akku hier in die Drohne ein und schaust dann direkt im Controller unter dem Menüpunkt Mehr nach den Ladezyklen der Akkus. Das heißt, ihr müsst die nacheinander einlegen. Das erste Akku, wenn ihr 3 kaufen solltet, rein in die Drohne, dann nachschauen, dann wieder das zweite Akku rein in die Drohne, und beim dritten und vierten, je nachdem wie viele Akkus ihr kauft, ist das natürlich der gleiche Werdegang. Aber so kann man die Ladezyklen der Akkus ideal im Controller bzw. auch in der App prüfen. Das nächste Thema ist, ihr könnt euch auch die Flugprotokolle der Drohne zeigen lassen. Das ist natürlich eine datenrechtliche Geschichte. Nicht jeder Verkäufer möchte seine Flugprotokolle irgendwie anderen Personen zeigen. Also hier ist es so, dass du einfach mal nachfragen kannst. Möchte das der Verkäufer? Möchte er es nicht? In der Regel kann man das zeigen, und dann ist das soweit okay. Und du siehst natürlich dann auch, ob die Drohne irgendwie gecrashed ist, beziehungsweise wurde sie viel geflogen. Das kann man alles direkt in der App nachschauen. Solltest du die Drohne über eBay oder eBay Kleinanzeigen kaufen und der Verkäufer ist nicht in der Nähe, das heißt, der ist 500 Kilometer weiter weg und schickt dir die Drohne zu, dann lass dir wirklich den Fragekatalog trotzdem beantworten und noch einige Fotos schicken. Lass einfach vom Verkäufer die Ärmchen fotografieren, den Gimbal fotografieren, das Akku und alle relevanten Dinge, wie zum Beispiel auch die Propeller, und lass dir dafür Fotos schicken. Gleichzeitig natürlich ganz wichtig, versuche nie per Überweisung zu bezahlen, denn dann ist im Notfall das Geld weg, und manchmal gibt es auch Betrüger, die dir gar nicht erst die Drohne schicken. Mach das Ganze über PayPal, da bist du relativ gut abgesichert, kannst natürlich immer noch nach einem bestimmten Zeitraum dein Geld zurückfordern, falls dich der Verkäufer betrogen hat, und kaufe niemals im Ausland. Falls du dann irgendwie aus irgendwelchen Verkaufsgründen des Verkäufers nochmal angeboten bekommst, die DJI Care-Versicherung mit zu übernehmen, dann lass es gleich, die DJI Care-Versicherung ist nicht übertragbar. Zu den Garantieleistungen kann man eigentlich sagen, dass du entweder dann eine private Technikversicherung noch abschließen kannst, beziehungsweise die 2-jährige Garantie, die dir in Deutschland gewährleistet wird. Wenn du jetzt eine Drohne kaufst, weiß ich, die ist 1 Jahr alt, dann hast du natürlich immer noch 1 Jahr Restgarantie auf Schäden, die du nicht verursachst, das heißt technische Schäden, wo du jetzt direkt nicht dran schuld bist.
Für die Planung ist dann auch nochmal relativ wichtig, ob du ein iPhone bzw. ein Android-Handy besitzt. Nicht alle Android-Handys funktionieren mit der DJI Fly App. Das kannst du aber wiederum auch nachlesen, denn bei DJI gibt es eine Kompatibilitätsliste für alle Smartphones, die im Android-Bereich so rumschwirren. Und da schaust du dir erstmal die Liste an und guckst erstmal, ob dein Telefon direkt hier zum DJI-System passt. Gleichzeitig ist es so, dass du dir im Google Play Store die DJI Fly App bis jetzt nicht runterladen konntest. Das heißt, du musst das dann direkt auf der DJI-Webseite machen und dann kannst du auch mit deiner Drohne fliegen. Ganz wichtiger Punkt, denn wenn du die Drohne bekommst und es funktioniert irgendwie nicht mit deinem Smartphone, dann wunderst du dich, mach das lieber im Vorhinein, schau auf der DJI-Website nach, ist dein Smartphone hier mit der App kompatibel. Ich habe noch eins vergessen, und zwar zum Thema Akkus ist es natürlich auch noch wichtig, dass du dir, gerade wenn du mehrere Akkus kaufst, immer den Zustand der Akkus genau anschaust, ob die Akkus aufgequollen sind bzw. hier irgendwelche Schäden vorweisen, denn dann passt das Akku hier nicht mehr akkurat in die Drohne und du kannst es eigentlich vergessen, wenn es aufgequillt ist oder der Verkäufer sagt dir, ich gebe dir nochmal 4 Akkus dazu, davon sind 2 Akkus aber Schrott, da hast du auch nichts gespart. Also die Akkus ebenfalls nochmal anschauen und wenn du vor Ort bist, jeden Akku in die Drohne einschieben, ob er wirklich direkt reinpasst. Wenn du soweit alles beachtet hast, dann solltest du eigentlich kaum Probleme haben, auch gebraucht eine Drohne günstig und gut zu kaufen. Denk dran, nach dem Kauf beim Luftfahrtbundesamt registrieren, die Registriernummer auf die Drohne raufkleben. Die DJI Mini-Drohnen wiegen eigentlich in der Regel unter 250 Gramm. Nun wird dir natürlich suggestiert, dass du mit der Drohne dann mehr machen kannst, dass du Regeln nicht beachten musst und so weiter und so fort. Es sei gesagt, ja, es gibt weniger Regelwerk und natürlich auch Ausnahmen für Drohnen unter 250 Gramm. Es ist aber nicht der Fall, dass du gar nichts beachten musst. Auch hier gibt es wichtige Regeln, die hier zu beachten sind zum Gewicht von unter 250 Gramm. Und hier musst du dich vorher natürlich auch nach der Gesetzeslage informieren, bevor du hier sozusagen direkt mit dem ersten Flug abhebst. Ganz wichtig natürlich auch noch eine Haftpflichtversicherung, die ist mittlerweile auch Pflicht für deine Drohne. Dann bist du eigentlich relativ safe. Wenn du dann noch Zubehör für deine Drohne benötigst, dann einfach hier in meine Videobeschreibung reinschauen. Da habe ich dir ganz viel Zubehör zur DJI Mini 2 und zur DJI Mini 3 verlinkt. Auch nochmal alles, was ich hier gesagt habe, zusammengefasst, sodass du nochmal nachschauen kannst. Ansonsten müsstest du relativ safe sein. Ich wünsche dir einen guten Flug. Danke fürs Anschauen. Sehr gerne Kanal abonnieren, sehr gerne Like da lassen und damit tschüss, bye bye und winke, winke und sehr gern bis zum nächsten Video.